Gott, wie fange ich an? Servus YouTuber und willkommen zu diesem kleinen Update-Video bei RL Photo Pro. Ihr seht schon, ich kriege das Grinsen nicht mehr raus. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Ich würde sagen, ich drehe es jetzt nicht nochmal, weil sonst drehe ich hier stundenlang irgendwie die Einleitung. Ja, es ist so, wie ihr es gelesen habt. Ich habe tatsächlich heute sehr spontan und nach vielen Nächten überlegen und nachdenken und grübeln und ach Gott, das ist doch völlig verrückt und so weiter, das Samsung Galaxy Z Trifold bestellt. Ja, das war eigentlich so seit dem Release, beziehungsweise in Südkorea wurde das Ganze ja bisher nur released und ist halt auch jetzt nur über Import-Shops und so weiter verfügbar. Aber seitdem war es halt einfach mein absolutes Traum-Smartphone oder Smartphone-Tablet-Kombination, wie auch immer man es sehen will. Also für mich das Foldable, auf das ich halt schon ewig gewartet habe. Bisher waren die Teile ja immer beim Aufhalten so quadratisch und auch gerade wenn man viel Video schaut unterwegs oder so, halt nicht ganz praktisch, weil die Displaygröße hat jetzt nicht so viel Unterschied gemacht zu so einem normalen Smartphone. Entsprechend, ja, bin ich ultra gehypt gewesen und irgendwie habe ich es mir schon gedacht, dass ich früher oder später zuschlagen werde. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so früh sein wird. Ähm, ja, jetzt ist es so. Ich habe es bestellt. Ich blende es euch hier mal noch kurz ein, die Bestellbestätigung. Und ja, werde heute auch kein großes Video drüber machen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze dann nochmal ausschaut. Ich habe das schon mal in dem Video zum Trifold kurz mit drin gehabt. Von Samsung ist es auf YouTube. Ein Ausschnitt vom ganzen Gerät mit Unboxing und so kurz mal angeteasert. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mich würde natürlich jetzt mega interessieren, was ihr über das Fold denkt. Natürlich der Preis völlig utopisch, da brauchen wir nicht diskutieren, das ist ganz klar, ist halt einfach ein völlig bekloppter Wert, was da auf dem Blatt Papier steht. Aber was mich halt wirklich interessiert, wie gut funktioniert das Ganze zum Beispiel? Ja, ich meine, die Kameras sind dieselben vom Fold 7, da werde ich jetzt nicht hier den mega Review drüber machen. Aber mich interessiert halt eben, wie funktioniert das Multitasking? Wie gut ist es wirklich beim Videoschauen? Wie lang hält das Ganze? Hält es wirklich dann ein Jahr durch oder so? Also es wird mit Sicherheit eins meiner Daily Driver werden, die ich definitiv als Hauptsmartphone nutzen werde. Also das ist ja für mich das Highlight des Jahres noch. Ich meine, das Teil, das wird jetzt dann irgendwann erst verschickt. Das kann auch erst Mitte, Ende Januar verschickt werden. Je nachdem, wann eben der Average Dad Shop das Ganze bekommt. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, von Großbritannien runter, wie das so abläuft mit Zoll etc. Theoretisch ist der Tax included laut der Website. Ich habe da auch vorher noch mal kurz nachgefragt. Sollte eigentlich kein Problem sein, ansonsten soll ich die Rechnung zuschicken. Schauen wir mal, wie das Ganze abläuft. Aber ja, mich interessiert, wie gesagt, was denkt ihr vom Gerät an sich? Was wollt ihr vielleicht auch sehen darüber? Ja, vielleicht bin ich ja einer der ersten deutschen YouTuber, der überhaupt da ein Unboxing macht und überhaupt das Gerät testet und vor allem halt auch eben wieder selbst bezahlt hat, nicht gesponsert ist und entsprechend euch halt auch ein ehrliches Review drüber bietet. Also ich bin auf jeden Fall extrem gehypt davon. Ich bin echt gespannt, wenn das Ding ankommt und werde dann natürlich auch entsprechend wieder Unboxings machen und Ersteinrichtungen und auch so mal durchgucken, was kann das halt eben so in den Einstellungen etc. Wie funktioniert das DeX, was direkt am Smartphone dann funktioniert? Braucht man eben nicht mehr unbedingt einen externen Monitor etc., sondern man kann das dann wie auf den Galaxy Tab Serien direkt am Tablet sozusagen nutzen. Das Teil hat ja 10 Zoll. Ich habe mir natürlich auch schon die ganzen Reviews und so weiter alle durchgeschaut und ja, der Sound ist natürlich jetzt nicht wie bei einem Tab S10, S11, glaube ich, gibt es auch schon Ultra. Ist klar, ich meine, es hat auch eine ganz andere Größe, hat natürlich größere Lautsprecher, auch mehr Platz einfach dafür. Aber es ist halt nichtsdestotrotz ein 10 Zoll Tablet im breiten Format, was man zusammenfaltet für die Hosentasche. Und dann hat es halt ein Format wie ein Galaxy Fold 5 damals. Also Wahnsinn, ich bin echt gespannt. Und
ja, wie gesagt, wenn euch was interessiert, schreibt es definitiv in die Kommentare. Ich werde euch das dann nach und nach, wenn es da ist, alles beantworten und auch reviewen entsprechend. Und mich würde natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst und ja, vielleicht auch ein Abo, wenn euch das Gerät interessiert und auch meine künftigen Videos, die ja immer ehrlich und offen sind und euch auch halt die nicht so tollen Seiten von den Geräten zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, schreibt vielleicht auch mal so eure Jahresvorsätze auf. Bei mir ist es vielleicht nicht so viel Kohle für Smartphones ausgeben, aber euch trotzdem noch genug Content bieten. Hat dieses Jahr irgendwie dann doch nicht so ganz gut geklappt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich mache es ja gerne und ich hätte es auch ohne YouTube gemacht. Von daher alles gut. Ich freue mich auf eure Antworten. Bis dahin. Ciao.